Hello. Es wird wieder gehüpft im Computerspielemuseum, oder besser gesagt geflucht, denn mit Oddworld's Apes Odyssey erwartet euch einer der schwierigen Vertreter des Jump'n'Run-Genres. Also die Bezeichnung Jump'n'Run wird Apes Odyssey nun wirklich nicht gerecht. Da magst du recht haben, aber lass mich doch einfach mal das Spiel vorstellen. Okay. Stellt euch vor, euch gehört eine Fleischfabrik, der wohl oder übel das Fleisch ausgeht. Tja, blöd. Zum Glück hat der Chef und gleichzeitige Oberbösewicht Moloch vom Volk der Gluckens eine geniale Idee. Warum nicht einfach die eigenen Arbeiter, die Modukaner, verarbeiten? Schließlich hat man ja genug davon. Bei Soylent Green hat es ja auch wunderbar funktioniert. Silent Green is people! Blöd nur, dass ausgerechnet Titelfigur Ape bei eben jeder Vorstellung von Molochs Idee vor Ort ist. Noch blöder, er wird auch dabei entdeckt. Klar also, warum Moloch ihm seine Slicks auf den Hals setzt. Wie? Ihr könnt nichts mit Modukanern, Gluckens und Slicks anfangen? Dann kennt ihr wahrscheinlich auch nicht das mega trashige Get Freaky von Music Instructor. Gerade ist ein Teil von mir gestorben. Lasst euch von diesem Angriff auf eure Geschmacksknospen nicht irritieren, denn Apes Odyssey ist ein echt gutes Spiel. Wie eingangs erwähnt, ist der Titel kein klassischer Plattformer, vielmehr entspricht jeder Raum einem Puzzle, welches neben eurem Hirnschmalz auch eure Geschicklichkeit beansprucht. Es ist dabei schon schwierig genug, selbst heil durch die Passagen zu kommen, dabei warten insgesamt 99 von Apes Artgenossen darauf, dass ihr sie ebenfalls durch die Level lost, was die Sache natürlich nochmal um einiges verkompliziert. Ihr könntet sie auch links liegen lassen, jedoch erwartet euch dann das böse Ende des Spiels und das will ja nun keiner. Zum Glück beherrscht Ape die Fähigkeit der Gedankenkontrolle, mit der er die Körper seiner zahlreichen Feinde übernehmen kann. Verblüffend. Klingt übermächtig, ist es allerdings nicht, denn dafür gibt es noch genügend andere Gemeinheiten wie Bomben, rotierende Fleischwölfe sowie Abgründe, die euch sofort an den letzten Checkpoint befördern. Ihr merkt also, als Modukaner hat man es nicht leicht und der Tod wartet quasi an jeder Ecke. Sogar das Handbuch weist euch darauf hin, dass ihr keine Gnade erwarten dürft. Als hätten es die Entwickler gewusst, Apes Odyssey ist nämlich unnötig schwieriger, als es hätte sein müssen. Denn der größte Frustfaktor von Apes Odyssey ist die komplizierte Steuerung mit ihren doppelt belegten Tasten. So kommt es schon mal vor, dass ihr an einem der zahlreichen Slicks vorbeischleichen wollt und anstatt euch zu ducken, den Mund aufmacht, was natürlich sofort in einem Bildschirmtod mündet. Das ist besonders nervig, da das Spiel zudem zahlreiche Try-and-Error-Passagen besitzt. Und was bewirken Try-and-Error-Passagen kombiniert mit einer grausigen Steuerung? Richtig. Also nutzt besser nicht euren Lieblingscontroller, er wird es sonst leider nicht mehr lange machen. Diejenigen, die eine große Frusttoleranz mit sich bringen und auch kein Problem mit dem teilweise sehr geschmacklosen Humor haben, werden mit Apes Odyssey ihre wahre Freude haben. Denn abseits von seinem Frustpotenzial bietet das düstere Abenteuer, wie zuvor erwähnt, vor allem für Rätselfreunde eine Menge Knobelspaß. Man muss sich halt nur daran gewöhnen, immer und immer wieder vom letzten Checkpoint zu starten. Wer es etwas moderner mag, der sollte mal einen Blick in das Remake Oddworld New and Tasty werfen. Dies hat nämlich nicht nur eine zeitgemäße und liebevolle 3D-Grafik, sondern hat sich auch dem größten Kritikpunkt, nämlich der grausigen Steuerung, angenommen. Leicht ist es dadurch immer noch nicht. Ein witziges Randdetail noch zum Abschluss: Sowohl im Original als auch in der deutschen Version werden alle Charaktere des Spiels von jeweils einer Person gesprochen. Im Original leiht Chefentwickler Lorne Lanning den Charakteren seine Stimme. In der deutschen Version übernimmt dies Monty Arnold, den die meisten wahrscheinlich als Rufus aus der Deponia-Reihe kennen oder als Tinky Winky aus den Teletubbies. Winke, winke. Apes Odyssey ist ein richtig gutes und vor allem ein richtig... Warte. Kannst du hier nicht meinen Part übernehmen, ja? Apes Odyssey ist 20 Jahre geworden, so wie wir dieses Jahr. Und deswegen auch völlig zu Recht unser Spiel des Monats im November. Ist ein cooles Spiel, wenn ihr es noch nicht kennt, warum auch immer, kommt zu uns, spielt eine Runde, danke Yogi, könnt ihr es auch diesen Monat wieder gewinnen. Also, wir sehen uns. Wiedersehen.